Packing the last few shirts into a bloated suitcase. Last glimpse of comfort and the ticking clock face. I swear those hands move faster every day. I'm more confused than ever, but I don't beg or pray. Cause the sparkling light from the morning sun is all we should need to feel one. I reach the station with just minutes to spare. Glance at my watch, time's going faster these days, I swear. Eyes focus up now to the train timetable board. There's only 2 platforms to be explored. And it's then that I admit it to myself that I am lost, so lost. But you're the constellations that guide me. Nehmen wir mal auf hier. Hallo, das ist der Chatin, der kann wunderbar Deutsch. Wunderbar. Ja, wahrscheinlich irgendwie aus Bayern. Ne? Super nice. Ja, jetzt verbringen wir erstmal kurz ein bisschen Zeit. Ich habe auch noch Reinigungsmittel für mein Fahrrad jetzt gerade besorgt und dann schauen wir mal, wa? Aber nett, freut mich auf jeden Fall. Erstmal. Mich freut das auch. Nice to meet you. Ja, schön. Gut. So, also der macht wohl schon 1 Stunde vorher auf. Bin mega gespannt. Er hat sich gerade kurz mein Bike angeguckt, meint so, kein Thema, macht er. Tamam. Ja, cool, ey. Das Besondere, was er jetzt macht, er macht mir jetzt nämlich einen Bolzen speziell für mein Fahrrad fertig. Also er schleift es, er nimmt im Prinzip einen guten Bolzen, den er auf meine Größe schleift. Den macht er im Prinzip genau passend fertig. Auch von der Länge, von der Breite, also eine extra Anfertigung. Richtig cool, ey. Also das ist richtig Profi-Werkstatt, sag ich ja. Ich habe genau das Richtige bekommen, was ich erhofft und erwartet habe. Bin ich mega froh. Kann so weitergehen. Ja, man hört schon. Ich würde dann auch nochmal einen Check-up machen, gucken, ob meine Bremsen in Ordnung sind, sich das Vorderrad nochmal mit dem Riss angucken und so weiter. Also hier gehe ich auf jeden Fall sicher wieder raus. Mann, das ist so mega spannend. Er hat jetzt alles wieder voll in Ordnung gemacht. Er hat sich auch richtig lange hingesetzt, hat die Kette richtig gut gemacht und wirklich alles auf Millimeter Arbeit. Und so krass, war voll spannend zuzusehen. Jetzt hat er die Bremsen gecheckt, hat gesehen, dass die jetzt schon gut abgenutzt sind und die wechselt er jetzt auch noch aus. Also der Mann ist der Oberhammer. The man is super guy, the master. Richtig cool, ey. Also eins muss ich sagen, ich kann vom Glück reden, dass ich das Problem mit dem Bolzen hatte, weil hätte ich das nicht gehabt, wäre ich so weitergefahren. Mein Meister hat hier nämlich gerade die Bremsen gecheckt gehabt und ausgetauscht. Er hat mir mal die Belege gezeigt, da war nämlich fast gar nichts mehr dran. Ich wäre auf blankem Metall gefahren. Also Metall zu Metall gebremst, das wäre gar nicht gut. Also eigentlich war das sogar gut, dass ich den Bolzen verloren habe. Weil nur deswegen bin ich in diesem Laden hierher gekommen und sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ich dachte, okay, Bremsen geht noch, ja. Aber krass, ey. So ein Glück, ey. Ja, so cool. Fahrrad ist wieder heile. Richtig geil. Ich bin so mega glücklich. So, das ist so ein herrliches Gefühl. So kann ich morgen dann wirklich mit ruhigem Gewissen wieder starten. Neue Bremsen, alles neu, Bolzen neu. Ach, besser geht's gar nicht. Ich freue mich. Das war die beste Entscheidung, die ich gemacht habe, extra bis Mittag zu warten und dann nur diesen einen Shop anzuvisieren. Der Typ ist der Oberhammer. Der war so krass, genau, der hat keine Kompromisse gemacht, der ist wirklich, der hat das durchgezogen. Was der Spaß gekostet hat, wiederhole ich das nochmal so für alle. Und zwar, ich habe 4.000 Lira gezahlt, sind umgerechnet 92,50 Euro, was richtig gut ist, weil zum einen ist mit enthalten neuer Mantel für Gravelbikes, richtig gut, 28 Zoll, so wie es sein muss.
Dann habe ich ein neues Frontlicht geholt, damit ich nicht mehr so provisorisch arbeiten muss. Auch richtig gut. Das hier kam umgerechnet 20 Euro irgendwie. Genau. Der müsste in etwa so gleich viel gekostet haben und dann so ungefähr 60 Euro für die ganze Reparatur. Aber er hat das komplette Bike gemacht. Er hat die Kette sogar richtig schön gründlich sauber gemacht. Er hat die immer aufgemacht, hat die wirklich so krass poliert. Er hat die sogar eingetauft und so. Er hat die Speichen neu nachgezogen. Er hat alles gemacht. Die beiden Bremsen komplett ausgetauscht. Und ey, was will man mehr? Das ist Be embraced, billions. Mahmut Cenazesi bugün Yazık Mahallesi İstasyon Sokak'taki evinin önünde saat 11'de helallik alarak Altıkkaya Mahalle Camisi'nde öğlen namazından sonra kılınacak. Ey, kommen wir mal vor, als wäre es irgendwelche Propaganda, die die verbreiten, aber das ist ja sowas nicht. Wurde öfter mal gesagt, manchmal irgendwelche Informationen über Verkäufe oder halt diese Gebetsdinger halt, ne? Aber, komisch. Mir fällt auch gerade auf, heute scheint irgendein besonderer Tag zu sein. Und zwar hier, hier laufen ja einige Eltern mit ihren Kindern und die Kinder sind so ganz speziell gekleidet. Ich weiß nicht, ob heute so eine Art wie Jugendweihe, Festtag, irgendwas in diese Richtung, wo Kinder einen besonderen Tag haben oder so. Kommt mir so vor. Das ist ja abgefahren. Krass. Und nochmal zum aktuellen Stand. Dadurch, dass ich gestern ja quasi nicht gefahren bin, muss ich heute natürlich noch die Tour, die ich gestern hätte fahren müssen, noch aufholen. Das wären 60 Kilometer. Und dann die Tour, die ich sowieso heute fahren muss, sind 100 Kilometer. Also sprich, wenn ich auf Null kommen will, muss ich echt 160 Kilometer heute fahren, damit ich wieder glatt bin. Beziehungsweise in der Zeit. Wäre auch ratsam für mich. Ich bin mir nicht sicher, ob es heute 160 Kilometer werden. Ist jetzt nicht so, als hätte ich noch nie 160 Kilometer geschafft, aber mal gucken. Eins steht für mich fest, Wetter ist gut, beziehungsweise es soll heute nicht regnen. Das heißt für mich, ich werde heute richtig lange fahren. Also es wird auf jeden Fall dunkel werden. Ich werde wahrscheinlich bis 0 Uhr oder so unterwegs sein. Muss mal gucken. Auf jeden Fall muss ich diesen Tag so bestmöglich raushauen, wie ich nur kann. Damit ich, damit ich den Vorteil wieder ausbauen kann. There's no sign of stormy weather. I could kidnap the sky and pour it straight into my glass. It's time that I asked, are you ready or do you need one more measure? Be braced, be together. We'll be fighting on the front line, up on cloud nine, we're true believers, the last of the dreamers. Sogar ein paar Wände. Ja, also so eine kleine. So, jetzt zeige ich hier so ein paar Hindernisse. Ist mich vorbei? Ja? Bist du so nett? Dankeschön. Und du? Ja, bleib da. Ja, ist ja süß. Och, ihr Schnuckis. Mann. Herrlich, ey, wirklich. Ich finde das süß. Oh, jetzt kommt der ganze Meute. Ach du Scheiße. Ja, ihr Süßen. Hey, ihr Schnuckis. Na, ihr? Ja. Oh, ja. Ja. Ihr seid ja süß. Ja, guck mal. Guck mal hier. Ja. Ja. Ihr seid ja gar nicht so eine Bösen. Ihr seid ja gar nicht so eine Bösen. Oh Gott. Da kommt jetzt zum Meute auf mich zu. So. Ja, ich muss jetzt weiter, ihr Süßen. Ja? Ich muss jetzt weiter. Bleibt schön da, wo ihr seid. Oh Gott.
Ich dachte gerade, was kommt da für ein Haufen auf dich zugerannt? Da kannst du nicht durchfahren. Denkst du, okay, ich habe gelernt, bei anderen einfach stehen bleiben und dann werden die auch ruhig. But we're running for our lives now. One last kiss, and this kiss for the whole world. And we're running for our lives now. One last kiss, and this kiss for the whole world. And we're running for our lives now. One last kiss, and this kiss for the whole world. So. Abgesperrt oder was? Karl? Ja? Danke. Man sieht Wasser. Schaut euch das an. Ist das geil oder ist das geil? Oh, hier mal ein bisschen dann. Oh, endlich! Endlich! Ah, hier ein bisschen schief hier. Ja. So. Haben wir's. Haben wir's endlich. Ist das nicht toll? Man sieht Wasser. Oh, wenn man hier gerade durchschiffen würde, würde man irgendwann Ukraine, Russland ankommen. Aber das ist nur eine Strecke Unmengen. Cool. Genau, dann haben wir das wenigstens jetzt auch erstmal. Wir fahren sowieso erstmal eine ganze Weile. And we're running for our lives now. One last kiss, and this kiss for the whole world. We're running for our lives now. One last kiss, this kiss for the whole world. Total genial. Ich hatte normalerweise so eine Landstraße, die direkt über Schwarze Meer entlang führt. Aber dann gibt es ja diese D-Autobahn, die ich als Fahrradfahrer ja fahren darf. Und habe die genommen, mich gegen den Navigator entschieden. Und jetzt kommt das Geile. Ich muss nicht mehr über diesen einen Berg fahren, sondern ich fahre mitten durch. Das ist doch mal übergenial. Also das heißt, ich fahre jetzt in einen Tunnel rein, werde jetzt hier kurz mal mein Fahrrad kurz abchecken, beide Lichter vorne hinten anmachen und dann fahre ich da durch. Mal gucken, wie lang der Tunnel ist. Ich bin gespannt. Muss jetzt nur noch da durch. Rücklicht ist zum Glück auch an. Jetzt hoffen wir nur, dass es geht. 2 Kilometer Tunnel. Ach du Scheiße. 2 Kilometer. Ja, so laut. Ein bisschen unheimlich auf jeden Fall. Ich meine, wenn man Tiergartentunnel oder so fährt, das kennt man ja. Aber hier, ich habe keine Ahnung. Oh, da kommt der LKW. Ist vorhin noch ein Traktor reingefahren. Der ist auch nicht schneller als ich. Und das hat gesehen.
zu Hause bloß nicht nachmachen. Es ist so ungeheuer laut. Alter Schwede. Das hat einen so Angst ein. Aber wir sind hier gleich raus. Krass, Mann. Ob das mein Patch-GPS überhaupt öffnet? Oder überhaupt Empfang hat? Da wird sie denken, wo sind wir denn? Oh, kurz Ruhe. Ja. Das Werbelicht. Oh, geil. Puh. Krass. Oh, das war Action, Alter. Oh, das war so unheimlich. Das war so unheimlich in den Tunnel. 2 Kilometer lang, Alter. Puh. Krasse Nummer. Krasse Nummer. So. Hungry? No, coffee is okay. Coffee is okay. Yemen? Coffee is okay. Cool. Ja, tamam. Coffee, tamam. Ja, wurde hier gerade unterwegs, als ich auf der Autobahn, wurde ich von Ahmed gerade so nebenbei aufgehalten, er ist so neben mir gefahren und hat gefragt, ob ich auf den Kaffee vorbeikomme zu ihm nach Hause. Jo, jetzt bin ich bei Ahmed zu Hause. Gut. Kurz was trinken, ein Kaffeekäffchen, kurz unterhalten und dann muss ich auch direkt weiter, weil es auch ein bisschen abseits jetzt von meiner Route hier ist. Aber witzig, auf jeden Fall. Bin wieder los von Ahmed. Ah, so schade, Mann. Ich hätte gern bei Ahmed übernachtet. Wir haben vorhin noch kurz ein bisschen Gitarre gespielt. Play Guitar, Ahmed, ne? Haben ja auch die Nummern getauscht, damit er war ja totaler Fan von Radreisen oder generell Reisen, die du um die Welt reisen. Deswegen hat er mich ja da so aufgehalten. Ja, hat mir sein Haus gezeigt, seine beiden Hunde. Ja, richtig cool. Naja, schade eigentlich, ey. Wäre ich nicht so im Rückstand, dann hätte ich auf jeden Fall bei ihnen übernachtet. Wäre mega cool geworden. Aber naja, ich muss weiter und es wird noch viele andere Erlebnisse geben. Da bin ich mir sicher. Aber Ahmed, nice guy. Ja? Hier sind überall so eine Kühe und wenn die vor mir sind, dann rennen die immer weg. So wie die. Hier ist mal rumgelaufen. Am Anfang da war so eine enge Straße. Ich konnte an die Kuh nicht vorbei. Die ist immer vor mir gelaufen und die ist dann vor mir weggelaufen. Statt mal stehen zu bleiben, damit ich vorbei kann. Nö, sie läuft von mir weg. Ich treibe sie quasi immer weiter raus. Also irgendwie, naja. Passiert. Operate through space and time. I infiltrate every part of your mind. Under my influence, I'm completely subliminal. I'm bigger than biblical, I propel every criminal. Still, silent, sterile, desolate and bickless. Know that you are powerless. Saddle up and grapple with it. Know that I will shackle, impede and paralyze those that battle with it. Come on, closer to me. You figured it out. Come a little closer to me. You are under my control. You are a goldfish, I am the bowl. You're swimming in circles, I am eternal. I am the bowl. Ach du Scheiße. Okay. 3,8 Kilometer. Ja. Das wird jetzt echt hart. Bleibt ja nicht nicht. Oh Mann, okay, ich hab keine Oropax bei. Scheiße. Naja. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns auf der anderen Seite. Musiker. Geht ja nicht anders. Oh Gott. 3,8. Na dann. Geschafft. Oh, Alter, das war ein Trip, ey. Oh.
Ich hoffe, das war jetzt mit dem Tunnel, Alter. Also 3,8 Kilometer, ey, das war Angst und Bange. So viele LKWs, Busse und wirklich. Oh, krass, Mann. Gar keinen Bock drauf. Aber ich musste da durch. Ich konnte ja nicht den Weg wieder zurückfahren. Aber das Glück war, dass in dem Tunnel ging es bergab und dadurch konnte ich schneller durchfahren. Das war mein Vorteil, sonst hätte ich richtig Arschkarte. Oh, jetzt erstmal in Ruhe weiterfahren. Schon voll dunkel geworden, ey. Juhu! Wir sind in Ordu angekommen. Sehr nice. Jetzt werde ich erstmal gucken, ob ich irgendwie doch eine Unterkunft finde. Möglichst nah an meiner Route, so unkompliziert wie möglich. Wäre noch nice, wenn nicht, auch nicht schlimm, aber hätte schon was. Ja, und dann nachher gucke ich mal, wie viele Kilometer ich jetzt eigentlich gefahren bin, weil ich die ganze Zeit ohne Navi gefahren bin. Schaue ich mal, aber ich müsste die 160er Marke geknackt haben. Also hier ist eine Menge los auf jeden Fall. Ich habe ein Hotel habe ich reserviert, aber ich bin zu weit gefahren. Google hat mir von der Adresse her einen ganz anderen Ort irgendwie hingebracht. Und jetzt muss ich ganze 2 Kilometer zurückfahren. Super. Aber dafür fahre ich jetzt zum Fahrradweg. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, mal vorweg, ich war jetzt noch nicht drin. Ich habe 47 € bezahlt für eine Nacht. Und der also der an der Rezeption hat gesagt, die Sonne geht um 6 Uhr auf. Und zwar Meerblick. Jetzt bin ich mal gespannt. Upsa. Jetzt komme ich selber schon durcheinander. So. Draußen. So. Was ist das denn hier? Einmal normale Toilette und einmal Dusche. Okay. Alles klar. Das ist schon mal richtig geil. Das ist schon mal... Oh, Minibar. Minibar. Geil. So, und? Haben wir es? Haben wir? Ja, wir haben Meerblick. Oh. Wir haben Meerblick. Oh, morgen früh. Das wird so Hammer. Pool ist auch da. Wird auch ein bisschen zu kalt sein. Aber ey, ich habe Meerblick. Deswegen meint er, um 6 Uhr geht die Sonne auf. Er hat mich hier nämlich extra gefragt, ob ich ein Frühaufsteher bin. Ich sag so, ja, na klar. Natürlich bin ich ein Frühaufsteher. Das nutze ich aus. Frühstück gibt's um 7, also perfekt. Geil. Guten Morgen. Ja, wie zu erwarten, war natürlich jetzt nicht so, aber so neblig ist es nicht. Es ist erst so hinten neblig. Aber die Sonne kommt leider noch nicht raus. Irgendwie nicht. Aber trotzdem schöne Aussicht. Ja. Ja, Wetter soll heute wohl nicht so gut werden. Ja, zwischendurch mal regnen, aber wenn es dann nur so ein kleiner Regen ist und Niese, ist ja alles cool. Ja, übrigens, mir ist aufgefallen, weil das ist bisher das beste Hotel, wo ich jemals war, muss ich sagen. So, vom Ambiente und so. Ja, und jetzt wundert es mich nicht. Trotz die 47 € ist das hier ist ein 4-Sterne-Hotel. Ja, das macht dann auch Sinn. Ne? Richtig cool. Auch Essen, die Auswahl, ey. Was für riesen Tomaten die haben, ey. Das ist so, geil, ey. Mal gucken, ich will pünktlich 8 los, aber so wie es aussieht hier, bei dem ganz leckeren Essen, ich will ein bisschen länger drauf.
euch das mal an. Es gibt einen deutschen Dönerladen, ja, also einen deutschen, ja, nicht türkisch, sondern deutschen Dönerladen. Das kann man ja auch wunderbar sehen, der klar, ne, Dönerhaus und dann steht da drunter Alman. Alman steht für Deutsch. Ja, ich bin leider zu früh, wäre interessant gewesen mal zu sehen, aber in der Türkei ein deutscher Dönerladen. Geil. Sieht richtig krass aus. Wie da die Häuser verschwinden da in diesem Nebel. Und ich wollte zeigen, dass ich jetzt quasi hier gleich auf diese Autobahn fahre und um diese Halbinsel komplett rumfahre. Damit ich nicht solche Steigungen habe, fahre ich jetzt einmal rum. Der Navi wollte ursprünglich, dass ich hier mitten durchfahre, aber das erspare ich mir und fahre ganz gemütlich um die Halbinsel herum. Ja, das ist der Plan. Und ich denke, jetzt kommt die Umsetzung. I just wish we had a chance to help build it, instead of just moving into this home of disrepair and expected to work, prosper and then share. Constantly relying on consuming to feel content, but only because we lost touch with this home that we spent trillions of dollars saving for our wants and not our needs. And now we're growing tired of planting bleary-eyed seeds. And I'm not saying that we could do better, but given the chance we try. We dig up the earth's time-worn soil, fill the trench with greedy eyes. I'm not saying that we could do better, but given the chance we try. We dig up the earth's time-worn soil and fill the trench with greedy eyes. So, das ist jetzt auch mal interessant. Also, ich meine, für 25 Euro. Das wird's ja verlangen. Aber das kleinste Hotelzimmer, die geben wir jetzt also. So, ja, das war's schon. Hier ist halt die Tür. Ja, das ist mein Hotelzimmer. Aber ey, mein Gott, was willst du mir? Ich will hier nur pennen. Ja, mehr will ich nicht. Und, Bad. Ja. Oh, Bad geht auf jeden Fall klar. Ich meine, es ist alles jetzt nicht groß, aber. Ja, aber passt. Ja, also man kann jetzt für 25 Euro jetzt nicht viel verlangen. Ja, das ist schon mal Fakt. Aber das ist völlig in Ordnung. Also wunderbar, reicht mir auf jeden Fall. Ja, ob das Wi-Fi funktioniert, ich probiere es gleich mal aus. Sie meinte irgendwie, Internet geht wohl nicht, aber kicken wir mal. Dadurch, dass ich jetzt mein Fahrrad draußen anschließen muss, da drinnen geht leider nicht. Habe ich das jetzt erstmal so geregelt. Also ich habe alle Schlösser, die ich habe, daran gemacht. Das sind 5 Stück ungefähr. Und ich habe das so gemacht, dass sogar die Plane fest angeschraubt. Also die Plane im Prinzip hier auch mit der Speiche festgemacht, dass man nicht mal die Plane abziehen kann. Dass es so erstmal gar nicht interessant ist, dort zuzugreifen. Ja, jetzt muss ich hier vorne auch noch mal ein bisschen abdecken. Ist ein bisschen sehr offen. Aber ich habe zum Glück ja hier auch noch meine Alarmanlage. Also wenn einer da rangeht und dann hier so eine Vibration, dann fängt das Ding an rumzutröten. Werde ich auch gleich nochmal machen. Ja, ansonsten passt das ja erstmal. Also morgen wird es so aussehen, dass ich morgen das letzte Mal das Schwarze Meer sehen werde. Weil ich von der Strecke her werde ich das Schwarze Meer morgen schon verlassen. Morgen Abend quasi. Und schon Richtung diesen Berg anfahren, der über 2000 Höhenmeter hat. Das wird aber alles halt erst so späten Nachmittag bis Vorabend so ungefähr dann passieren.
Ja, dann will ich das letzte Mal das Schwarze Meer sehen. Vielleicht ist mir das Glück ja so weit holt, dass dann wenigstens morgen irgendwie das Wetter mitspielt. Also es ist echt schwierig. Die ganzen Tage waren immer nur Nebel und alles so feucht und nass. Und, naja, kann ich immer Glück haben. Aber Hauptsache, ich habe es aus meiner To-Do-List jetzt endlich, dass ich das Schwarze Meer besucht habe. Und passt. Ja, dann bin ich mal morgen gespannt. Und Trabzon soll ja wohl mit die schönste Stadt am Schwarzen Meer in der Türkei sein, habe ich mir sagen lassen. Und bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich schaffe es bis Mittag dahin. You can have skirting board shoes and plug sockets on your knees. I'll hang a painting on your lip and put tinsel round it at Christmas. Trying to keep people inside your sordid little house. Trying to keep people inside your sordid little house. You can't keep us inside much longer, pal. We've seen the view from the window. You can't keep us inside much longer, pal. We've seen the view from the window. It's glorious outside. Have you seen the dawn? Have you seen the sun? One thing online. We need your reason. It's glorious outside. Have you seen the dawn? Have you seen the sun? One thing online. We need your reason. Das hier ist auch mal interessant. Dahinter sieht man, da wird gerade gebaut noch, also eine Tunnel, eine Verlängerung, sodass man um Trabzon herumfahren kann. Auch ziemlich interessant. Aber mein Tunnel wird hier kurz vor Trabzon, da müsste noch so ein Tunnel kommen. Aber naja, mal abwarten. Aber eine interessante Karte auf jeden Fall. Das heißt, so weit weg bin ich auf jeden Fall nicht mehr. Naja, dann haben wir es fast geschafft. Ja, ein bisschen frisch geworden, aber es geht noch. Na dann, auf geht's. Ich finde schon des Öfteren schon so bemerkenswert, was sie für Moscheen teilweise haben. Wie das Ding gestern, wo ich im Livestream war. Mit den goldenen Dächern, das war auch krass. Echt schön, ey. So, ich bin jetzt hier gerade noch an der Tankstelle, quasi so 10 Kilometer vor Trabzon. Ich habe mich mal gerade erkundigt wegen diesem Tunnel. Das ist ja so ein Tunnel, der direkt dann in Trabzon reinführt. Der soll in etwa 1,5 Kilometer lang sein. Und umfahren kann man ihn nicht wirklich. Ich bin mal gespannt, ich werde den wahrscheinlich durchfahren müssen. 1,5 Kilometer, ich hatte es schon länger gehabt. Schauen wir mal. Ich werde mir die Lage nochmal anschauen und dann entscheiden irgendwie, vielleicht laufe ich dann auch am Rand zur Not. Also wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Und ich hoffe, das ist dann auch der letzte Tunnel für heute. Okay, also dieser Tunnel ist doch länger. Ja. Aber dieser Tunnel ist dreispurig. Der scheint auch schön breit zu sein. Ich werde es probieren. Ja.
bin ich auf jeden Fall erstmal wieder ganz weit unten und auf dem Fahrradweg, das ist ja schön. Ich hoffe mal, dass hier irgendwie in diesem Park hier oder was das ist hier auch irgendwo so ein Restaurant oder so. Das wäre echt toll. Die Aussicht. Wahnsinn. Ja, echt toll auf jeden Fall. Ja, schon sehr angenehm. Also ich fahre jetzt auf jeden Fall gleich wieder raus aus der Stadt. Immer weiter Richtung Osten, einfach irgendwie immer so nah wie möglich an der Küste. Ich muss jetzt auch langsam mal zu einer Tankstelle auf jeden Fall, weil der ganze Dreck hier muss auf jeden Fall mal komplett durchspülen. Der Kranz hinten mit der Kette quietscht auch schon nach vor sich hin. Kann auf jeden Fall mal wieder sauber gemacht werden, definitiv. Naja, halb so wild, solange da nicht wieder tonnenweise Schlamm dran ist. Ne? Aber ja, mein Rocket, der braucht es halt. Ne? Der muss auch immer gepflegt sein. Ja. Oh, okay. Wir sind schon mal Araki. Juhu. Der letzte Ort am Schwarzen Meer. Nicht schlecht. So, jetzt sind wir in diesem letzten Städtchen. Araki. Damit verabschieden wir uns halt schon mal vom Schwarzen Meer. Könnt ihn jetzt leider nicht sehen. Ist jetzt auch links ein bisschen abseits dran. Ne? Ja, der drängelt sich mit Absicht, Alter. Mit Absicht. Schön den Weg versperren. Ja, das ist natürlich geil. Also das war ja wohl eindeutig mit Absicht. Da stehen bleiben können. Da ist echt viel los, ey. Krass. Also damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, dass hier so viel los ist. Jetzt fahren wir quasi Richtung Berg. Gucken wir mal hier rauskommen hier. Aber entspannt. Das passt schon. Diese Hauptstraße da runter und dann ist es hier ein bisschen ruhiger. Das ist ja schon mal was. Und manche sind echt irgendwie, naja, laufen hier so blindlings auf die Straße, kicken nach links. Nicht ganz ungefährlich. So, ich entferne mich jetzt gerade auch schon von Araki. Also die Steigungen fangen jetzt sogar schon an. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall deswegen dieses Video, weil ich nicht weiß, wie der Empfang in den Bergen sein wird. Weil so wie ich gesehen habe, gibt es dort keine Städte. Die erste Stadt, die kommt, ist Beibut. Und das ist noch ein ganzes Stück entfernt. Also ich werde wieder quasi bei so einem Bergvolk landen. Aber ohne Schlamm. Das ist schon mal gut. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, falls es mal länger dauert, bis ich ein Video hochgeladen bekomme. Werden wir mal sehen. Na denn. Hi Foka. It's so nice. Yeah. I make a video for the location. Yeah, thank you very much. Gut, also, das ist der Oberhammer. Das erinnert mich so ein bisschen an letztes Jahr in Rumänien, wo ich da auch so in so einem Hof war. Da unten ist übrigens der Eingang. Ne? Ich musste hier hoch, das war echt anstrengend. So, ist ja ein bisschen wie in so einer Festung, wenn man hier so kommt. Das ist schon fett. Ich durfte mir auch von 3 Zimmern durfte ich mir einen aussuchen. Also ich habe da die freie Wahl gehabt. Da wäre da unten, da wären 2 Zimmer. An sich richtig cool, schön so aus Holz, rustikal, richtig cool gemacht. Aber ich habe mich
für das da oben entschieden, weil man da eine richtig geile Aussicht hat. Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Und genau, dann haben wir hier Restaurant. Foka listen to electronic music here. Very good. Ja. Dann haben wir hier nämlich so eine Restaurantabteilung. Ne? Hier kann ich dann auch frühstücken. Also ich kann es mir aussuchen. Ich durfte sogar aussuchen, wann ich frühstücken will. Normalerweise wäre um 8 Uhr, aber für mich macht er auch um 7, weil ich ja früh raus will. Perfekt. Also entweder hier oder ich kann auch da drinnen frühstücken. Da ist auch nochmal so eine Küche. Man hat da drinnen, jetzt gucken wir mal, das ist so eine Heizung auch, ne? Also richtig coole Sicht. Lassen wir mal so stehen. Da ist übrigens die Rezeption. Das können wir uns auch gleich mal angucken. Ach, wisst ihr was, das machen wir jetzt. Hier gibt es auch halt, wie gesagt, hier kann ich mir auch ein bisschen was zu trinken holen. Und jetzt schaut euch mal das hier an, das ist so genial. Ja, ist richtig gut hier. Ey, top. Very top hier, ja. Oh, krass. Nice. Ey, Wahnsinn, Mann. Ey, ich habe nur durch Zufall diese Hotel gewählt. Ich wollte eigentlich in ein anderes und habe dann aber gemerkt, dass ich schon zu weit gefahren bin. Und dann bin ich einfach auf den hier gestoßen. Ich zahle zwar, was zahle ich jetzt? 63 Euro. Aber dafür so eine geile Location. Und ich durfte mir von 3 Zimmern einfach eins aussuchen. So. Ich habe mir halt alle angeguckt und mir dann einfach eins genommen. So. Natürlich das mit der Aussicht. Aber das ist mega cool hier. Ey, hier kann man den ganzen Tag drin verbringen. Die einzelnen Sachen, das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur cool. Ups, sind wir mal durch hier. So. Merhaba. Jetzt gehen wir mal in mein Gemach. So, hier ist mein Zimmer. Gucken wir uns mal an. Es ist nicht viel. Ja, ich meine, ich brauche auch noch was zum Schlafen. Ich hätte auch die anderen nehmen können, die wären größer. Es ist auch schön so Holz und alles. Hier zwar nicht, aber warum ich es genommen habe, aus folgendem Grund. Und zwar wegen der Aussicht, auch wegen meinem Fahrrad, weißt du. Ich mag es immer lieber, wenn ich so mein Fahrrad gleich sehe. Guck mal, und dann kann man da hinten, sieht man noch alles. So cool, da fahre ich nämlich morgen lang. Aber es ist halt natürlich jetzt alles neblig. Ich kann bis 10 Uhr kann ich jetzt noch was essen da und trinken. Bier haben sie auch da. Darf ich aber nur im Zimmer trinken, hat er mir nochmal gesagt. Ich sagte, ja, I know. Das wusste ich sowieso schon, das ist sowieso immer so. Genau. Und dann lasse ich den Abend mal schön abklingen. Ey, einfach nur geil, oder? Ey, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen will. Hier. Beziehungsweise das Sound. Aber mir ist so mega warm gerade an den Beinen. Das hat aber folgenden Grund. Ich zeige das mal. Das hatte ich auch noch nie gesehen so. Unterm Tisch eine Heizung. Das ist so geil. Ey, voll angenehm, ey. Oh, das ist so krass, was er hier mir Frühstück vorbereitet hat. Vor allem, schaut euch das mal an. Oh, richtig lecker. Das ist Käse übrigens, ja. Oh, ey, was für ein Luxus, Mann. Krass. Bin echt glücklich gerade. So, hab mir doch ein bisschen Zeit genommen, weil war echt schwierig da von dem Hotel wegzukommen, der Unterkunft, weil es einfach zu geil da. Man kann sich da halt nicht satt sehen, da bei dem Ausblick da oben und die Ruhe und so. Naja, aber irgendwann muss man ja mal los. Gut, und ja, ich habe mir auch schon mal ein bisschen die Route so angeschaut. Mitten in den Bergen, es gibt zwar keine Dörfer mehr und so dergleichen, aber es gibt so einzelne Häuser, einzelne Marketläden unterwegs. Also ich werde
da keine richtig krasse Durchstrecke haben oder so. Es wird immer irgendwie alle paar Kilometer mal ein Laden kommen oder sowas, also ganz gemütlich. So, hier ist schon mal die Straße. Naja, da bin ich ja mal gespannt. Existential dread. I woke up into a nightmare and I'm hoping that you'll take me back to bed. But we can't turn back, it's a labyrinth. Now the die is cast, my friend. Christ, what a mess. I think Becky said it best. Try again, fail better. Now we're crossing the Rubicon. We tried everything under the sun. So we're crossing the Rubicon. 'Cause it's too late. It's too late. Fill me out of the scripture. Ich komme kaum zum Fahren, ey. Ich muss jedes Mal anhalten, weil ich hier so fasziniert bin. Ja. Ey, die ganze Natur, ich finde die echt super. Ja, toll. Oh, ich sehe schon, ey, ich werde erst spät am Abend irgendwann im Beiboot ankommen, wenn es so weitergeht. Und es sind nicht die Berge das Problem, sondern einfach, weil ich einfach nur überall stehen bleiben muss, um zu fotografieren oder zu filmen. Und die Sonne kommt endlich mal raus. Man sieht es jetzt auf dem Bild ja nicht so, aber die ist schon da. Geil, Mann. Wenn ich überlege, wo ich am Mittelmeer war, ich hatte nicht einmal Sonne, ja, die ganze Zeit bewölkt, neblig und jetzt sieht man die Sonne. Man kommt in die Berge und plapp, kommt die Sonne raus. Ach, geil, ey. Ich kann ja meine Jacke nachher ausziehen, dann wird es ja schon wieder zu warm. Okay. We drift apart, we drift apart. We drift apart, we drift apart. If there's one reason to smile, it's when you look up out at night. You're fortunate enough to drink in a vista. 100 billion flares display a glowing history, splayed out across a canvas, the night sky. But for a moment just contemplate, when looking up you only saw a blank slate. And for one moment just contemplate, it appears that heaven's been abandoned. We accelerate through the estate of outer space. We accelerate, we separate, we fragment. We accelerate through the estate of outer space. We accelerate, it appears that heaven's been abandoned. Ja, wurde eben gerade wieder von 2 Leuten so angehalten. Er ist ja freundlich so, aber aber rotzdreist irgendwie, hat die ganze Zeit gebettelt. Ja, das waren 2 so in meinem Alter. So, da hat man sich dann auch so ein bisschen langsam zum einen genervt gefühlt und zum anderen bedroht. Irgendwie, es wirkte. Also der eine, der war im Hintergrund, der wollte sich da eher passiv zurückhalten. Aber der andere war voll offensiv. Die ganze Zeit, ja, gib mal ein bisschen Geld, bisschen, hier, du seist gesegnet und bla. Aber was willst du in so einer Situation machen? Habe ich dem ein paar 100 Lira gegeben, hat die nicht gereicht. Er wollte mehr, er dachte, komm, du bist doch reich, bla, oder sonst was. Weißt du, wo ich mir denke, was ist denn das? Wie repräsentierst du dein Land? Das ist ja voll dreist. Ja. So, das fand ich schon sehr merkwürdig. Genauso und dann so, guck mal, wir können ja zusammen frühstücken hier, kennen hier einen coolen Platz.
mit schöner Aussicht, wo wir frühstücken können. Ja genau, einen schönen Platz, wo du mich ausrauben kannst, meinst du, ja. Also irgendwie, ich fand es ein bisschen sehr merkwürdig. Also und nochmal, dass man mich nicht missversteht. Jetzt sind alle hier übelst nett und so. Das ist eigentlich nur dieser einzige schwarze Schaf. Der einzige. Aber der hat schon in sich. So, jetzt erstmal das Thema beendet. Ich hoffe, es bleibt so. Angeblich hat dem Schild muss ich immer noch 90 Kilometer fahren. Dann habe ich ja wirklich nicht viel geschafft. Super. Also zumindest nach Beirut. Mal gucken, ob das wirklich so bleibt. So, kurz eine Verschnaufpause gemacht. Habe gerade mit einem Polizisten gesprochen und er meinte, ich kann dann die 112 wohl wählen. Hier ist so direkt ein Polizeirevier und der wird mir auch weiterhelfen. Das ist super. Also, wenn mal sein sollte, brauche ich bloß anrufen, der weiß Bescheid, wenn ich am Telefon bin. Und dann kommt er sofort zur Stelle. Finde ich super. Richtig nice. Ja, Mann. Perfekt. Hinter mir. Also, top, ey. Super freundlich hier. Also, sind sofort an der Stelle, wenn irgendwas sein sollte. We separate, we fragment. We accelerate through the estate of outer space. We accelerate. It appears that heaven's been abandoned. Your skin and bones, heart and mind are made from the remnants of stars that died. Also nur noch Schieben. So, jetzt habe ich es geschafft hier im Restaurant. Hier werde ich jetzt erstmal reingehen und was essen. Sonst geht das hier nicht mehr. Ja, das war ein Salat als Vorspeise. Boah, so akklimatisieren, ey. Also es ist wirklich nur noch Schieben angesagt. Du kannst so einfach nicht mehr fahren. Ja, also hier muss ich ja wieder lang. Hier sieht man schon, wie es hochgeht. Ne? Es wird jetzt immer steiler. Also zwischendurch, habt ihr schon gesehen, da sind noch Parts wirklich bei mit 22% Steigung. Das ist so heftig. Ich weiß ja nicht, wie das wird sogar beim Schieben schwer wahrscheinlich. Mal gucken, ich bin gespannt. Es regnet schon doller. Ich glaube, ich werde jetzt mein Poncho gleich mal rausholen. Aber guckt euch das mal an. Ich muss jetzt hier hoch, glaube ich. Und dann geht es hier rum. Dann da rum, da hoch. Und immer höher und immer höher. Oh Gott. Naja. Da muss ich jetzt durch. Was soll's. Ja, super, jetzt hat der Regen wieder aufgehört. Na, ich fahre trotzdem erstmal an, auf jeden Fall. Ja, sehe Poncho dabei trocknen. Ja. Mann, ey, ist halt hin und her hier mit dem Wetter. Sonne, dann keine Sonne, Regen und so weiter. Ne? Aber trotzdem schön alles. Ah, jo. Da hinten muss ich lang. Tamam at WhatsApp'tan bana. Ja, voll krass. Gelince arayayım seni de. Gelince arayayım sana. Als ich hochgeschoben habe, so, hat er angehalten Tamam, und hat iyi gefragt, anladım ob er abi. mich mitnehmen kann. Ich denke so, Tamam abi. ja, warum nicht? Tamam abim Das ist benim. ja über nice, oder? Ich habe nicht gefragt. So, ey, krass. So viele Autos vorbeigefahren, aber er hat mich gefragt. Ha, burada So, super seninle nett. konuşalım. Kim aramış bizi ya? So, thank you. Teşekkür ederim. So, ey, mega. Ja, cool. Ja, warum nicht? Jetzt nur schieben. Macht auch nicht so viel Spaß. So ist er hinten dran. Ne? Kappen da festgemacht. Sollte passen. Richtig cool.
Your name? Thailand. Thailand. Okay, my name is Christopher, and my Turkish friends say to me Hasan. Hasan. Hasan, yeah. Çok güzel. Okay, Hasan to me. Çok güzel. Çok güzel. Hasan. Und wieder einmal Schnee. Ich weiß jetzt aktuell gerade gar nicht, wie viele Höhenmeter wir haben, weil ich hier kein Internet habe. Kann ich jetzt auch nicht nachschauen. Ja. Naja, aber ist trotzdem schon interessant. Und ich merke es hier, weil es jetzt relativ schnell geht, voll Druck auf den Ohren, dass wir auf jeden Fall richtig weit oben sind schon wieder. Ziemlich schnell. Also interessant, weil ich noch nie so weit oben war. Richtig cool, außer mit Flugzeug natürlich, klar. So, hier bin ich ja mal mit den Türken aus Bayern, mit den Ali. Ich werde jetzt kurz im Hotel einchecken und dann treffen wir uns beide wieder und denen erstmal was essen und schnacken ein bisschen rum, wa? Alles klärchen. So, also eingecheckt habe ich schon mal. Zimmer ist jetzt auch nicht Großes. Lassen wir mal aus. Den Preis kann man da jetzt aber auch nicht meckern. So, ich treffe mich jetzt mit dem Adi. Bin mal echt gespannt. Wir machen heute einen auf dicke Hose. So, ich gehe jetzt hier mit Adi zusammen. Jetzt erstmal zu deinem Wagen. Wir fahren dann mal kurz aus dem Beiboot raus. Ja, genau. Genau, zu seinem Bruder und gehen dann mal fein essen. Ja, so wie und sich dann- das gehört. Und dann gehen wir wieder zum bisschen Alpen zum Sehen. Genau, dann. Alpen. Da zeige Genau. ich dir, wie die Alpen sind. Dann schauen wir mal. Das sind richtig aber Bauernleute, gell? Ich habe letztes Jahr aus Breslau 4 Leute habe ich gehabt. Okay. Und die haben sie bei mir übernachtet. Mit Freundinnen zusammen. Ja. Und aber haben wir ganz schön gefeiert. Vor 4 Jahren habe ich wieder 3 Polen habe ich getroffen. So. Habe ich die auch genommen. Also hier doch ein bisschen Touristik ist hier, ne? Bei Boot. Touristik. Ja, ist auch nicht hier. Okay, alles klar. Das war's dann. Hält doch, wunderbar. Können wir Disco drin machen? Können wir Disco drin machen? Lassen wir da ein paar. Anderen Autodisco machen. Ah, Gott. Jetzt was los. Prost! Ist ein Prost! Hey. Zum Wohl! Zum Wohl! Bitte nicht nachmachen. Nein. Ja, gut. So, also scheinbar gibt es heute eine Planänderung. Wir fahren gleich noch irgendwie zum Hotel und das Fahrrad ab. Dann checke ich auch direkt wieder aus. Und ja, dann übernachte ich heute doch bei Adi. Also das ist alles ganz schön hektisch. So. Stellt mir gerade all seine Freunde vor hier in der Gegend. So. Ist hier auch gerade so. Ja, voll cool auf jeden Fall. Ist so wie so ein kleines Dörfchen, hier kennt jeder hin und so. Merhaba. Ja, richtig cool, ey. Also, ja, sehr heimisch hier auf jeden Fall. Und eine Menge, ja, die bauen hier halt viel. Ich bin gerade hier auf der Terrasse bei der Familie von Adi. Von Adi sind die älteste Bruder und Schwieger. Ja, ich komm mal rein. Der älteste Bruder. Von Ali. Ja, Und das ist die älteste Schwiegerin. ja. Und ich habe heute zum ersten Mal in der Türkei Nudeln gegessen. Ja, und scheiß Bohnen. Und scheiße, aber selbstgemachte, ja, ja. Eigentumsbohnen, Eigentums. Also, Wir fahren nach Hause, du alte Scheiße. Juhu, auf den Niederheim. Juhu, auf den Seelerin. I squint into eternity as I try to get to grips with the fact that we have no idea what we're dealing with. My lungs fill with air. I feel supercharged now. My lungs fill with air. I feel supercharged. My lungs fill with air. I
I feel supercharged. Ja? Hey. Na, siehst du? Ja. So wird man am frühen Morgen begrüßt. Gell, Guten das ist Morgen. schön. Ja. Guten Morgen, Kartoffelbar. Wenn wir das sagen. Echt cool. Ja, heute haben wir einiges vor, das wird richtig geil. Ja. Wir fahren gleich, In Beiboot zum ja, wir Frühstück fahren erst holen. Beiboot zum Frühstück holen, da holen wir dann aber auch gleich das Fahrrad ab. Dann ist das erledigt, Ja. dann müssen wir nämlich nicht mehr am Beiboot. Ja. Und ja, dann fahren wir in die Berge raus, Ist es erst halb 7? nachher. Und dann Erzurum und so weiter. Das wird heute auf jeden Fall richtig fett. Ich halte auf dem Laufenden. Also heute wird für mich quasi wieder so ein gechillter Tag, wo ich wahrscheinlich ein Fahrrad natürlich stehen lasse. Aber dafür holt mir Adi dadurch diesen Puffertag raus. Das ist wieder cool, damit ich so ein bisschen mehr von der Kultur erleben kann. Genau. Das ist eigentlich richtig genial. When I'm coming to your heart, destroy your whole family just to do my part. Can you hear me? Yo, you do. In 20 more seconds, I'll be inside of you. So you see, isn't her healthy in the fall? But sooner or later, I hear the phone call. The Texas ever get you a partner that's true. Or I'll be coming to you. Pump it through. Thanks to the media for giving me attention. And while I'm in your mind, I like to mention, cause these fuckers are all our family to me. Cause I'll be the one you hate. I'll be the HIV. So, Fahrrad haben wir reingekriegt. Das Dumme ist nur, ich habe meine Schlüssel habe ich bei Adi liegen lassen. Und zwar die Schlüssel, um die Alarmanlage zu deaktivieren. Aber jetzt quasi die Alarmanlage, die haben wir jetzt quasi aus dem Fahrrad rausgeholt, haben die komplett eingewickelt, damit die da, wenn die da die ganze Zeit rumschreit, ja, nicht so laut ist. Aber so passt das, ja. Voll geil, ja. Mama, komm mal hier. Kannst du Wasser kochen in Flaschen, oder? Dann Ja. nehmen wir mit. Wunderbar. Berge. Mach mal so. Okay? Auf jeden Fall. Okay. So, wir sind vom Beiboot zurück. Genau, und haben ja jetzt den Wagen auf jeden Fall erstmal safe. Der ist jetzt in der Garage, wo das Fahrrad drin ist. Und jetzt machen wir Frühstück fertig und fahren mit dem Wagen hier weiter in die Berge. Fahren schön irgendwo oben auf den Berg rauf und dann picknicken wir da. Machen wir da schön Frühstück und so. Richtig geil, Alter. Wird ein cooler Tag. Freut mich. Brauchst du keine Angst. Hey. Ja, krass. Ja, ist echt schade, wa? Hier. Wow. Ja. Boah. Kommt richtig was hoch. Alter. Wow. Hier wird man ja nass. Dann nicht normal, oder? Ja, geil. Gehen die Jungs zum Baden. So, aktuell sind wir auf über 2100 Höhenmeter und wir werden jetzt auf diesen Berg da oben rauffahren. Oder, ja, kann man da überhaupt fahren? In dieser Richtung. Ja, Oder ja, so in die logisch, Richtung. ja, ja, ja. Und dann frühstücken wir da oben. Ja. Und dann mal gucken, was das für eine Aussicht wird dann. Was man alles sehen kann. Ja, das wird lustig. Alles klar. Das ist einfach Wahnsinn. Ich kann ja dazu sagen, ich erinnere mich so vor 2 Jahren, als ich nach 13 Tagen Mittelmeer erreicht habe. Da war ich auch schon so baff. Und jetzt, 2 Jahre später, jetzt bin ich hier oben in den Berg auf über 2100 Höhenmetern. Also so richtig tief in den Bergen, ganz weit weg vom Beiboot, von den Städten. Hier sind nur so kleine einzelne ja, Dörfchen, also so richtig kleine, ne, so kleine Gemeinden. Und
super entspannt. Ja, auch wie man jetzt in den Bildern davor gesehen hat, die Wasserfälle und so. Ach Mann, das ist echt ein Traum hier auf jeden Fall. Richtig schön. So, wir gehen jetzt dieser Wasserquelle auf den Grund. Wir sind jetzt hier ganz oben in den Bergen. Ne? Hier ist alles trocken, furztrocken, hier ist nichts. Ja? Und ab hier wird es nass. Hier sprießt es quasi aus dem Boden schon raus mit dem Wasser. Weil das Wasser, das bündelt sich jetzt hier so langsam alles auf einem Punkt. Und dann sieht man hier geht es dann los. Oh, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier geht es dann los, richtig? Ne, es bündelt sich hier an dem Punkt. Und dann kann man hier, das ist frisches Wasser, was aus dem Berg kommt. Es kommt aus dem Boden heraus. Und wenn man sich das hier mal anguckt, also so habe ich noch nie gesehen. Stimmt. Christopher, stimmt. Ja, Es ist stimmt. es ist richtig frisches Wasser. Ja, ist der richtige Mineralwasser. Mineralwasser, richtig aus dem Ja, Berg. also Medium. Ja, Medium. Ja, Also, das wieso ist da Kohlensäure mit drin oder was? Medium, weil der ist ein bisschen weicher. Ah, weich, okay, Weil verstehe. mit mehr Gas und mehr weniger. Verstehe. Aber ey, so faszinierend. Ich habe mich schon immer mal gefragt, weil wenn Flüsse die Berge runter, wo kommt dieses Wasser her? Ich kann es halt immer noch nicht genau sagen, aber es kommt hier aus dem Berg. Es kommt irgendwie aus diesem Boden, kommt dieses Wasser. Also ich weiß, müsste mich mal da ein bisschen informieren. Auf jeden Fall mega interessant, das mal zu sehen, wo dieser Ursprung kommt. Und das hier, das wird ja dann irgendwann immer größer und dann vermehrt sich dieser Fluss und der Fluss wird größer. Hier fängt es an quasi und geht den kompletten Berg, diese 2000 Meter runter, also wirklich durch Täler durch und wird dann, verbindet sich dann mit großen Flüssen. Also bemerkenswert. So, oder? Genau. Schau, der Christopher fährt in der Türkei Auto. Der ist nicht ganz dicht. Der traut sich, mein Lieber. Christoph, und? Passt alles, Alles oder? cool, ey, schön mit so einem Klassiker vom Fahrzeug. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an den Wartburg, den ich früher mal gefahren bin, von Cora, von Kumpel, ein Freund. Der hat der Baujahr 96. Denk so, ja, und der Wartburg, Ja. der war ein 80er. 80er. Ja, 80, also 85, 86, glaube ich. Christopher, haltest du da an? Hier? Wir gehen da hier, dann schaust du. Haltest du da an. Da gleich links, rechts. Ah, links, da haltest du an. Da, ja genau, haltest du an. Okay. So, geh mal da, schau mal rein, dann kannst du schauen. Soll ich hier rauffahren? Ja? Oder? Nein, lass da stehen. Ja, so Nimmst stehen, du ja. aus, machst du? Alles klar. Ayaklarını çıkarak mı? Yok. Ayakkabılarımı. So, jetzt sind wir in der Moschee, ne? Ist das eine Moschee? Das ist Gebietshaus hier. Gebietshaus, okay, alles klar. Gut. Oh Gott, krass. Wie ist es hier mit den Schuhen ausziehen? Oben ist Schuhe ausziehen. Ach so, wenn dann der Teppich anfängt und so, ne? Ja. Krass. Ich sehe schon. Ja, man riecht es auch. Ja. Ab hier müssen wir Schuhe ausziehen. Oh Gott, schön. Oh, Wahnsinn. Schön. Oh, richtig schön. Es ist Gebietshaus. Das sind die 12 Abgeordneten. Die 12 Abgeordneten. Ja, genau. Ohne denen darfst du keine, wie sagt man das, keine Gottesdienst machen. Verstehe. 12 Dinge da sein. Deswegen auch das mit dem Arabischen hier. Und die sitzen sie, die Gläubiger sitzen sie da, Ja, und die Bevölkerung sitzen sie da, und alle sitzen sie so. genau. So, Aber oder, so Richtung, oder so. Richtung Mekka, oder? Ja, Gibt es so oder eine See. bestimmte Richtung? Oder See. Ja? Oder so. Sitzen wir und nachher steht ein Beobachter mit riesen Stock Ja. und da darfst du nicht reden. Wenn du redest, dann musst du Strafe zahlen. Verstehe. Als Essen organisieren oder irgendwas in den Gebäude zahlen. Ordnung muss sein, sagen wir so. Wie im Oberministeramt. Schon krass. Und es wird in die Richtung gebetet? Richtig. Ja? Aber wäre jetzt der Mekka, wäre doch eigentlich... Na, wir tun nicht auf Boden Also- beten.
Also verstehe. Ah, Ja, hier ist einfach ganz nur. normal sitzen wir und beten, wie in Deutschland. Okay, aber nur noch da ausgerichtet dann. Und nachher, wenn du zu beichten tust, Ja. dann die Gläubiger tun sie Gebet spulen und dann die tragen sie da vielleicht stundenlang, tanzen sie wie die sag mal, der Sträuch. Achso, verstehe. Ja. Die dran. Ja. So Hand in Hand quasi. Ah, okay, alles klar. Ja. Das ist warm. Ja. Ja. Das ist nicht wie in Moschee, ist schon warm. Wunderschön, gell? Das wirklich. Normalerweise, sowas, wenn du in Berge bist, du kannst doch hier kommen schlafen, das sagt dir keiner was. So ist geeignet. Ja. Das ist Gottes Haus. Jeder darf rein und wenn du hast dann nicht zum Schlafen, dann kannst du doch hier schlafen. Habt ihr das gehört? Nice. Und da darfst du keine Miete zahlen, nichts. Und die Leute müssen sich dir noch essen geben. Müssen. Müssen, ja. Ja, das ist in dem Muslim so, in dem Glauben ist das so fest verankert, dass Gastfreundlichkeit Pflicht ist. Quasi. Also das ist Generation über Generation so, das ist so mitgegeben und man kennt es gar nicht anders. Deswegen sind die Menschen hier auch so gastfreundlich. Und deswegen hat man auch mehr Vertrauen in die Menschen, die eher in diesem Glauben sind, als Menschen, die sich den Rücken da gekehrt haben. Da kann man eher von ausgehen, was fühlen die eher im Schilde. Aber hier, das sind wirklich gutherzige und offenherzige Menschen. Und die Schafwolle, die Kisten, was da sind, das sind die Schafwolle, Ja. die älteren Leute, was die Knochenschmerzen haben oder was. Verstehe. Und die dürfen so hier drauf sitzen. Ja, wir fahren jetzt erstmal wieder bergab zu Adi nach Hause. Dann schauen wir woanders hin. Genau. Machen wir erstmal schön ruhigen, sammeln uns wieder. Und dann geht es ja auch bald nach Erzurum. Da wird es auch nochmal interessant. Richtig. Herz gemacht, Herz gemacht. Der Ja. Akan tut der Akan, ja. Tatsache, warte, bleib mal so. Akan, Herz hat er gemacht. Versuchen wir zu zoomen. Warte, geh ein bisschen Vieri, fahr ein bisschen Vieri. Und seid weit, dann kannst du noch Jetzt. So. So, schau. Wie Herz, oder? Ja, ein bisschen, ja. Will er kommunizieren mit den Außerirdischen oben, damit die als Landeplatz nutzen. Für die Hubschrauber. Oder so, ja. Okay, wir sind jetzt, haben ein Problem. Wir kommen hier nicht mehr weiter, weil da vorne eine Lawine runtergekommen ist. Das ist mal eine interessante Situation. Und genau. Und wir schauen uns das Ding jetzt mal an. Ja, nee, das sieht ja schon. Das, wir laufen mal rauf. Oh, das ist ja richtig fest. Ja. Wenn die will, der kann mir zu Fuß aufgehen. Wie weit wäre denn das noch? Da ist ja keine Dorf, das ist ein Landwirt. Das ist ja nur eine Bauernstraße. Na, wie weit müssen wir denn jetzt noch? Zum Aufe. Aber das sind alle zu, das sind alle Lawinen. Da vorne muss man zurückdrehen, aber wir fahren da zurück. Ja. Hat ja keinen Sinn. Ja, nee, dann fahren wir zurück. Ich wollte nur zeigen. Ja, kannst du, da vorne ist ja auch schon die nächste Lawine, also. Ja, krass, ey. Echt nice, ey. Ja, das bleibt jetzt hier liegen wahrscheinlich das ganze Jahr. Über 2400 Höhenmeter. Boah, ist schon krass, ey. Wunderschön, sag ich, den Weg, den Ding oder Umgebung ist wunderbar. Immer noch hoch. Vor den Toren von Erzurum.
Jetzt bin ich wieder allein unterwegs. Hab gerade Adi noch verabschiedet. Wir hatten noch was gegessen, sind noch ein bisschen schlendern gegangen. War alles mega cool, ey. Vermisse ihn jetzt schon, muss ich ehrlich sagen. Und ey, richtig cool mit ihm. Ja, jetzt gehe ich erstmal zu meinem Hotel und dann, jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen und wieder ein bisschen runterfahren. Wir waren echt den ganzen Tag unterwegs. War richtig toll. Ja, und dann, dann geht morgen der Tag weiter mit dem Fahrrad, ne? So wie gewohnt. Geschafft heute. Also, ich war jetzt noch draußen, war noch ein bisschen Getränke einkaufen und so. Es war anstrengend, weil auf den Straßen ist so viel los. Ein ziemlich beklemmtes Gefühl, neben den Druck in den Ohren und dann so, ja, ein bisschen komisch. Auch viele jüngere Menschen so, die einen immer so komisch angucken. Ist halt so, muss mich wieder, vielleicht liegt nur daran, dass ich jetzt 2 Tage lang nicht alleine war, die ganze Zeit in einer Gruppe oder zu zweit und dann jetzt wieder alleine. Von hier auf jetzt ist wieder so eine kleine Umgebung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin soweit ready, muss noch ein paar Sachen verpacken. Ja, dank Adi. Wir haben mir so viel Essen mitgegeben. Das muss alles noch irgendwie damit rein. Ich werde es jetzt wahrscheinlich irgendwie auf mehrere Taschen verteilen müssen, weil meine sogenannte Essenstasche, also auf der Seite ist immer mein Essen drin und Trinken und so weiter. Da passt das auf jeden Fall nicht alles rein. Jetzt muss ich das irgendwie so ein bisschen verteilen überall. Das heißt für mich aber auch gleichzeitig, dass es kein Mittagessen geben wird. Also nicht im Restaurant oder sonst was, weil ich muss das erstmal aufbrauchen. Weil das ist ja Gepäck ohne Ende hier. Aber trotzdem danke, Adi. Damit bin ich erstmal gut versorgt. So, die Tour hat begonnen. Sind, wie gesagt, jetzt noch Erzurum, fahren hier erstmal gemütlich raus. Soll wieder warm werden in der kältesten Stadt Türkeis. Ja. Kann man ja nicht oft genug sagen. Schon was Besonderes. So, hier Mike, auf jeden Fall erstmal ein Päuschen. Schön abseits von der Autobahn.
Ja, ich habe mich deswegen hier auch entschieden, weil ich muss unbedingt meine Hose wechseln. Ich habe ja so eine Fahrradunterhose an, aber irgendwie war die ein Fehlkauf. Das tut höllisch weh. Deswegen muss ich mich auf jeden Fall umziehen und die andere Fahrradhose anziehen, ist auf jeden Fall besser. Ja, soweit muss auch mal gesagt sein. Es ist nicht immer nur alles schön, aber jetzt mache ich es mir schön. Ja, auf jeden Fall schönes Plätzchen hier. Hier kann ich mich auf jeden Fall hinpflanzen, ein bisschen was essen und ja, mal eine halbe Stunde Ruhephase. Ist doch geil, warum nicht? Und der Ausblick, ey. Ja, Mann. Oh, ich habe während meiner Mittagspause mal so ein bisschen abgecheckt. Ja, ich werde auf jeden Fall nur bis Horasan fahren, weil alles danach, da wäre erstmal gar nichts. Und nachts wäre es da echt um den 0 Grad Celsius kalt. Also für draußen pennen etwas, ja, unnötig, sagen wir so. Deswegen werde ich in Horasan auf jeden Fall dann ein Hotel nehmen. Dann habe ich nur etwas mit 87 Kilometer heute gefahren. Das reicht, bin immer noch gut voraus. Darauf den Tag werde ich in Arjli übernachten. Dann bin ich immer noch ganz gut weit voraus. Und dann wird wahrscheinlich noch mal eine Nacht kurz vor iranischer Grenze, die letzte Ortschaft, dort auch noch eine Übernachtung. Da werde ich dann aber gucken, dass ich da irgendwie das Geld dann schon mal alles wechseln kann. Weil ich könnte theoretisch statt die Ortschaft bis die iranische Grenze durch, dann wäre es aber ganz schön spät. Aber die Lage werde ich dann erstmal noch checken, wenn es soweit ist. Ansonsten sieht so erstmal der Plan aus. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell Horasan jetzt schon ankomme. Also hat er gemeint, so, aber so fast nur bergab. Aber es war jetzt bloß eine halbe Stunde. Ja, freue mich. So muss es sein. So. Dann fahren wir mal direkt zum Hotel und gucken, ob wir da noch ein Zimmer kriegen. Weil es gibt nur ein Hotel, wo man über die Internetseite buchen kann, wie Bookings und Hotels.com. Aber ich zahle keine 140 €. Hast du zwar Pool, Wildnis, bla bla bla. Brauche ich aber alles nicht. Ich brauche einfach nur einen Schlafplatz. Also suche ich mir da so günstiges raus. Was natürlich witzig ist, bei dem Bild ist mir gerade aufgefallen, dass da rechts daneben, also dahinter rechts, ist sogar gleich das Hotel, wo ich hin wollte. Also dieses Sarah Hotel. Genau. Da werde ich jetzt mal reinfahren und mal fragen, ob noch ein Zimmer frei ist. Ansonsten ist dahinter noch ein Hotel und dann frage ich mal da. Ansonsten muss ich mir irgendeinen anderen Plan machen. Bin ich ja mal gespannt. Viel Glück haben. Oh, okay, das ist auch mal interessant. Und zwar, also erstmal habe ich ein Zimmer gekriegt, aber die haben mich scheinbar erst immer ab 18 Uhr haben die Strom. Ich überlege gerade, ich hatte aus irgendeiner Doku, das war aber im Iran, da habe ich das auch beobachtet. Da gab es auch immer zu bestimmten Uhrzeiten war der Strom dann weg und dann alle 2 Stunden dann wieder da. Also die sind dann auch darauf eingestellt. Keine Ahnung wieso. Hier ist es so, dass am Tag über irgendwie kein Strom ist und dann erst ab 18 Uhr. Witzig. So, jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen die Gardinen hier aufgemacht, damit wir so Licht haben. Ne? Wenn wir jetzt so bis 18 Uhr ist ja nicht. Aber zumindest haben wir Wasser. Das ist schon mal gut, weil dann kann ich wenigstens meine Klamotten kurz noch waschen. So.
Ja, dann werde ich jetzt meine Sachen eben waschen. Und dann, genau, dann gehe ich erstmal runter, gucke, was unten so los ist. Ist auf jeden Fall ein sehr kleines Städtchen. Also ich würde es in Deutschland nicht mehr als Stadt bezeichnen. Aber dadurch, dass sie überall große Häuser haben, aber halt sehr klein. Also an sich ist das schnell abgelaufen, aber haben halt diese großen Häuser eben. Ne? Da siehst du schon, dahinter ist schon zu Ende. Ne? Also ist hier nur so diese Hauptstraße und das war's quasi. Also es ist wirklich, ja, für ein Dorf ist es natürlich zu groß irgendwie, aber für eine Kleinstadt zu klein. Ja, naja, aber passt. So, ich war jetzt gerade mal hier bei BIM, ne, hier mal einkaufen wegen Lebensmittel. Also hier war was zu trinken und Taschentücher brauche ich ja wieder. Ich habe nicht mal einen Euro bezahlt. Dann ist mir noch was aufgefallen und zwar die Technik, also so Powerbanks, Netzteile und dergleichen, die sie da verkaufen. Alles unter 400 Lira. Also die Powerbank, die kam ungefähr 10 Euro umgerechnet. Und die ganzen Netzteile mit 65 Watt und so, richtig coole Dinger, die kamen die Hälfte, 5 Euro oder weniger. Also hier merkt man richtig, dass die Preise so richtig gesunken sind. Ja, eine Sache ist mir in dem Städtchen besonders krass aufgefallen bisher. Und zwar, dass man hier fast nur Männer sieht. Nur Männer. Also ist nicht so, dass hier gar keine Frauen rumlaufen. Nur halt sehr selten. Und dann meistens mit Kopftuch. Ich glaube, ich habe 2 Frauen gesehen ohne Kopftuch, ansonsten mit. Aber fast nur Männer laufen hier auf den Straßen rum. Also man merkt hier auch besonders bei vielen Männern, die haben diese muslimischen Armbandketten. Fällt jetzt der Name nicht ein. Aber man merkt schon so langsam, dass man in dem Gebiet kommt, wo das hier halt eben sehr muslimisch, also sehr, sehr krass gehalten ist. So, ne? Also nehme ich mal an, zumindest in solchen kleinen Städtchen. Wenn ich jetzt sag mal in Agri komme, da in diese größere, die wird wahrscheinlich eher touristisch mäßig sein und da wird es wieder normal sein, aber sonst Grundtechnik, nur Männer. Also überall.